Moveo, Full GFK, das Ganze aus Frankreich. Ja, über 7 Meter mit Queensbed, 7,40 Meter und 40 Verarbeitung. Außergewöhnlich, hier diesmal auf Fiat Ducato. Und ja, wir waren drin, wir haben eine Breite von gerade mal 2,30 Meter, ein Raumgefühl sensationell und die Franzosen haben es richtig drauf, oder? Ja, die haben auch viele Modelle für jeden was dabei. Und das ist ein Queensbed, da sagst du immer, Mensch, wenn ich mal jemals ein Wohnmobil kriege und ich befürchte, wir werden dir ein Wohnmobil besorgen, was du denn mal nutzen kannst. Liebe Hersteller, bewerbt euch doch bitte bei der Simone. Ja. Ihr könnt ihr auch ein Wohnmobil geben, sie kann gerne mal testen. Sie hat einen Führerschein der Klasse 3, denkt dran. Also wir sind ja hier unter 3,5 Tonnen. Allerdings eine Auflastung ist nie verkehrt, dann kannst du viel mehr mitnehmen. Aber es geht. Mit Queensbed ist hier drin und in dem Fall mit Fiat Ducato. Und hier siehst du eine kleine Besonderheit. Hier ist ein Stellmotor mit drin, siehst du den? Mhm. Und damit kannst du das Bett rauf und runter fahren. Guck mal, hier auf der rechten Seite ist ein kleiner Schalter. Also mehr oder weniger Platz hier unten. Genau, du kannst also, wenn du Fahrräder mitnimmst, kannst du das Queensbed hochfahren oder runterfahren. Ja. Dann hast du einen etwas bequemeren Einstieg. Das geht mit drin. Wenn du mal auf den Schalter drückst, vielleicht ist der Hauptschalter schon an. Nee, der andere rechts daneben, siehst du den? Ja. Genau, hochfährst? Nee, Hauptschalter ist nicht an, aber da sind Stellmotoren und damit kann man das Bett komplett hochfahren und das Ganze ist natürlich flexibel gelöst. Garage ist immer noch groß, sodass ich also selbst im gesenkten Zustand hier noch Klappräder und so weiter, auch normale kleinere Fahrräder unterbringen kann. Eine Außendusche mit drin. Dann mit der Karosserie natürlich verbunden, hierbei nochmal Zoösen mit drin, viele Möbelverbinder, die das Ganze auch wirklich ordentlich zusammenhalten und natürlich erwähnenswert, hau mal oben drauf, das GFK, jetzt ohne Witz, was war? Das tut weh, das ist steinhart. Ja, dann hau doch ein bisschen oben drüber drauf. Ist das echt hart? Es ist sauhart, ja. Ja, und es ist schlagfest. Also du kannst da wirklich draufhauen, du kannst mit dem Gummihammer draufschlagen, also es ist wirklich, es passiert nichts. Ja. Und Preis 78.990, der Teil 74 QB mit Queensbed 112.648. Was ist da so krass an der Ausstellung hier nochmal? Nee, da ist ein großer Fiat drin, nehme ich an. Es ist eine Automatik wahrscheinlich. Ja, Fiat Automatik, kostet allein 3,6. Ja, gut. Da sind ganz, ganz viele Extras mit drin. Ja. Hier wollten sie es einfach mal wissen, habe ich das Gefühl. Ja, alles, was wir können. Luftfederung Hinterachse ist mit drin. Ja. Also das Ding ist wirklich volle Hütte hier. Die Auflastung dann. Bitte? Das ist dann für die Auflastung. Für die Auflastung, für die Fahrstabilität. Du kannst damit nivellieren, wenn du am Stellplatz stehst. Also das ist Luftfederung eine ganz, ganz feine Sache. Habe ich viele Videos zu gemacht. Könnt ihr euch mal anschauen. Und hier eine Besonderheit. Warum sind die zu? Guck mal hier, die Abdeckung vom Kühlschrank. Die sind ja meistens offen. Guck mal auf die andere Seite. So, und da sind sie offen. Siehst du es? Ach so, ja. Und da sind sie zu. Keine Ahnung. Ja, überleg mal, was könnte das sein? Das ist die Winterabdeckung. So, damit im Winter, ich sag mal, der muss ja Wärme produzieren und so weiter. Und damit es nicht zu kalt wird, kannst du eine Winterabdeckung. Okay. So, also nicht wegschmeißen, das ist keine Transportsicherung, ist gedacht für den Winter. Dann hast du hier ganz normaler Grundriss, der mit dabei ist. Du hast kein Hubbett mit drin, was natürlich der Stehhöhe hier bei dem Bett unglaublich, also ein echtes Zwei-Personen-Fahrzeug. Allerdings kannst du diesen Tisch absenken, hast dann die Möglichkeit daraus nochmal ein Bett zu bauen. Du hast hier Magnetverschlüsse mit drin. Alles ist hier hinterlüftet und beheizt. Das ist unglaublich. Die haben wirklich hinter den Fenstern, also unter den Fenstern haben die Heizöffnungen. Überall sind Heizöffnungen. Das ganze Fahrzeug erhitzt sich unglaublich schnell und man hat auch weniger Luftzug, weil einfach viel mehr Öffnungen da sind. Große Schränke, bitte mal richtig wackeln an dieser Klappe. Dass du mal mit beiden Händen mal dran gehst und mal versuchst, auch mal seitlich. Es ist wirklich fest. Dann schließt ihr auch ordentlich, es klappert nicht. Also es ist wirklich ein nahezu klapperfreies Fahrzeug. Also ihr müsst es fahren. Dann hier 9-Gang-Automatikgetriebe mit drin. Das große... Hier ist nochmal Staufläche. Ja, wenn du kein Hubbett hast, guck dir mal das Raumgefühl jetzt mal an. Also das Hubbett ist ja nicht schlecht, aber du hast hier einen Raum, ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass ihr das mal seht. Das ist wirklich ein großer Wohnraum mit riesiger Stehhöhe. Geh mal runter, mach mal die Arme hoch, dass man mal sieht. Also du kommst nicht dran an die Decke. Nee. Das ist also weit über 2 Meter Höhe. Die Küche, immer wieder ein Hingucker hier bei dem Modell. Mhm. Das ist sensationell mit einer kleinen Besonderheit, dass dieser Spritzschutz, der hier dran ist, der ist mit Klett versehen, der kann komplett demontiert werden, weil der kann ja mal Fett hinterlaufen und so weiter. Man kann es komplett reinigen. 3 Flammen Kochfeld mit Piezo-Zündung. Hier vorne ein Dometic-Spülfeld. Ja, auch das ist so groß, dass man viele Dinge machen kann. Ein kleines Geheimfach hier drunter.
ganz viele Schubladen, die wirklich leicht zu bedienen sind mit Metallverschlüssen. Ich komme vor wie bei QVC. Und viel Platz mit Hettichauszügen wie im Küchenbau zu Hause. Auch mal unten öffnen. Also kriegst viel Reisemobil hier in Verbindung mit dem Fiat Ducato und natürlich auch ein Fahrwerk, was sensationell auf der Straße liegt, ja. Dann, ja, hier habe ich immer ein bisschen, aber das habe ich im letzten Video, will ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Also die würde ich vielleicht, ja, egal. Wir machen mal hier den Kühlschrank noch, bevor wir ihn vergessen. So, zack. Da war übrigens die Transportsicherung mit drin. Nee, einfach ziehen jetzt. Müsste aufgehen. Nee. Dann mach mal komplett zu mal den Kühlschrank. Oben und unten mal zu. Hier ist noch eine Sicherung. Sehr schön. Es gibt übrigens auch eine Wintersicherung hierfür. Dann bleibt er offen und man kann ihn nicht ganz schließen. Warum? Ich kann es Also, nicht so schnell. du machst den Kühlschrank aus im Winter. Ja. Dann könnte eine Restfeuchtigkeit im Kühlschrank drin sein. Und da gibt es so eine Halbstellung. Nee, damit es nicht schimmelt im Kühlschrank. Ah, okay. Mhm. So, obendrauf noch ein Fach. Da können wir eine Mikrowelle reinmachen. Oh ja. Da oben ist auch die Box, die du hast. Und dann der Fernseher von ID Media, die ist hier oben drin. Übrigens auch das ganze Touchsystem hier von dem Auto mit ID Switch und ja, vielen Extras, die hier mit drin sind. Also Fernseher kannst du an- und abschalten, Füllstände kann man darüber sehen. Recht easy. Hier noch ein CP Plus Bedienfeld. Da gibt es ein neues Truma Bedienfeld. Auch das wird kommen, aber es macht eigentlich nichts anderes wie das CP Plus. Geh mal rein. Und hier sehen wir den Riesenunterschied. Du hast ein Queensbett hier mit drin. Und das ist ganz vielen Leuten extrem wichtig, denn du hast zwei große Kleiderschränke an den Seiten. Du kannst von den Seiten rangehen. Jeder kann auf sein Bett drauf, wie zu Hause. Zwei riesige Kleiderschränke. Das ist übrigens einer der meistverkauftesten Grundrisse überhaupt in Frankreich. Also die Franzosen stehen auf das Bett. Die haben sich auch ein bisschen lieber, kuscheln ein bisschen enger zusammen, wie es da ist. In Deutschland ist das ein bisschen schwieriger. Dann hast du hier ein Rollo. Guck mal hier auf der Seite. Mal, mal gucken. Nee? Von unten. Kannst du reingreifen, hochfahren und dann bist du wahrscheinlich in der Garage drin. Nein, weißt du, was das ist? Das ist die Höhenverstellung, Ja, klar. die du da hast. Ja. Und, Also ich finde es auch richtig praktisch, dass man halt vom Bett aus an den Schrank kann. also nochmal ganz kurz, das geht automatisch mit hoch, wenn man das Bett hochfährt. Jetzt haben wir die niedrige Position, wenn man Fahrräder und so weiter transportieren möchte, nicht geeignet. Ja. Und hier, bitte mal öffnen, hast du trotzdem dann noch jede Menge Stauraum mit drin, sowohl im Bett mit drin, als auch überall. Und da sind noch die zwei fehlenden Stellmotoren. Du hast 4 Stellmotoren mit drin, die das Bett anheben und auch hier eine Gasdruckfeder mit drin, die das Bett oben hält. 2 Schubladen hier, jede Menge Stauraum, alles ist benutzt. Und auch hier kannst du übrigens das hinten absenken. Das müssen wir ganz mal kurz gucken. Das ist ja jetzt so die Leseposition, damit du auch hier ein bisschen besser durchkommst. Aber ich habe noch kein... Ah, hier ist der Schalter. Da ist, Nee, das ist wahrscheinlich... das ist wahrscheinlich Bett rauf und runter. Aber das ist jetzt eh nicht an. Messebetrieb. Ja. So, dann eine Tür kannst du schließen. Und dann hast du dein eigenes Raumbad mit drin. Dann kannst du eine zweite Tür schließen, direkt neben dir. Genau. Vielen Dank. Die hat eine Transportsicherung mit drin. Und hast dann dein eigenes abgeschlossenes Bad mit fester Tür. Eine große Toilette mit einem schönen Waschbecken mit drin. Licht. Klopapierhalter ist an der Seite, es kommt da raus. So. Und ja, wenn du mal gerade aufmachst, dann sieht man es ganz gut. Da kannst du drum fassen und da kommt die Klopapierrolle rein. Und die Ersatzrollen, wenn die mal leer sein sollte. Weil du siehst ja nicht, wie viel noch drauf ist. Ja, stimmt. Ja, das ist Aber nicht du so. kommst ja direkt dran vom Klo, von daher. Also haltet Ersatzrollen bereit. Und ja, hier noch ein nettes Detail. Rausfallschutz hier mit drin aus Plexiglas. Also wirklich schön gemacht. Dusche. Nicht billig, muss man sagen. Also nicht Überhaupt billig nicht. Also alles ist hier in dem Auto massiv ausgeführt. Das sieht und merkt man auch. Dafür ist das Fahrzeug ein bisschen teurer. Ist jetzt nicht die ganz billige Version hier vom Hersteller. Pilote ist also wirklich sensationell. Günstiger? Bitte? Ist Pilote günstiger? Ja, Pilot ist günstiger, haben alle Fahrzeuge in der Grundausstattung ohne Extras eigentlich. Und hier kann man immer sagen, volle Hütte, geniales Design, alles ganz anders ausgeführt. Also quasi, das eine ist so die preiswerte Version oder die einfachere Version und hier hast du die Luxusversion. So kann man es eigentlich sagen. Guck mal hier, Betonoptik mit 3D-Relief.
Also ihr müsst das live wirklich erfahren. An der Stange mal wackeln, rütteln, mach mal. Also dass du wirklich siehst, also das ist alles massiv ausgeführt. Wenn ich es jetzt abreiße, kriege ich Ärger. Ja, dann ist ja im Video. Dann kann ich sagen, hier, Simone war's. Das ist Moveo. 10 Minuten, die sich gelohnt haben. Also ich finde es gut. Ja. Und du darfst dich noch mal ganz kurz auf den Fahrersitz setzen und mit ganz traurigen Augen deinen Standardspruch sagen, der für alle Zuschauer wichtig ist. Ja, schau in die Kamera. Noch eine kurze Minute, bis die Träne läuft. Bitte abonniert German Television. Ja, abonniert German Television, drückt auf die Taste. Wir betteln drum. Wir sehen euch ja nicht und wir können ja nur drohen. Wir können ja mal eine Woche nicht senden. Ja, mal gucken, was dann passiert. Streiken und dann mal gucken, ob dann die Leute abonnieren oder deabonnieren. Ich weiß es nicht, dass wir sagen, wir senden erst weiter, wenn wir 1 Million Abonnenten haben. Ja, aber dann die das Video nicht sehen, die wundern sich. Wir haben fast 10 Millionen Zuschauer und nur 3% abonnieren. Vielen Dank, Simone. Und ich bin begeistert von dem Fahrzeug. Hallo. Wir haben es übrigens sensationell vorgeführt. Also ich bin richtig geflasht, nachdem du mir erzählt hast, was sich alles geneuert hat. Also es ist schon gut gemacht. Aber wenn du mich gerade noch mal aufklärst, es kommt ja aus dem Pilote-Konzern, ja? Das ist richtig. Hi, man kann sagen, das ist eine Edelmarke vom Pilote-Konzern, oder? Ich sage es immer so schön, wir haben ja den schönen Goldstreifen. Vielleicht heißt das so viel wie die Gold Edition. Sie hat eben gefragt, wo ist der Unterschied? Da habe ich gesagt, das andere ist ein bisschen einfacher. Man kann fast sagen, Budget so ein bisschen? Nein, will ich nicht behaupten. Ist ein Produkt, was genauso seine Qualität hat. Nur die Vollständigkeit bei Moveo-Fahrzeugen, die ist ab Werk gegeben. Die ist ab Werk gegeben. Wir kommen morgen nochmal wieder in der Frühe. Ich hoffe, dass das Eis dann da ist. Starten wir nochmal. Eins will ich aber noch als Bombchen mit dazugeben, weil das haben Sie garantiert noch nicht gesehen. Ja. Das ist nämlich, alle Moveo-Fahrzeuge sind grundsätzlich ausgestattet mit einem Fach, was dafür gedacht ist, alle Zubehören, die man nicht im Fahrzeug haben will, AdBlue-Kanister, Wasserschlauch, Anschlusskabel, Auffahrkeile, Schwiegermutter, passt alles hier rein. Wir haben bis zu 70 Kilo belastbar und Spritzwasser geschützt. Gleich auch neben den Tankeinfüllstützen. Das heißt, wir haben keine Kanister, Sachen rumfliegen, Werkzeug. Das darf ja feucht werden, das kenne ich aus dem, aus dem Reisemobilbereich. Da bist du ja sehr, sehr tief hier, aber da war ein Loch drin, das trocknet auch, das ist oben also nicht abgeschlossen. Da dürfen zum Beispiel auch mal Gummistiefel rein oder sowas. Also das sieht man hier sehr, sehr schön. Aber nichts, was warm bleiben muss, oder? Das sollte nicht unbedingt rein. Das kommt darauf an, wo Sie rumfahren. Stimmt, hat er recht. Vielen, vielen Dank, Dirk. Und ja, wir sind am Stand von Moveo auf der CMT 2023. Ein sensationelles Fahrzeug. Abonniert German Television, wir haben es ja schon gesagt. Noch einmal traurig gucken. Bitte. Tschüss.